Willkommen, liebe Leute, es geht weiter mit Tainted Grail, The Fall of Avalon. Ich befinde mich hier in diesem Heiligtum da von diesem komischen Weirdness-Zeugs und konnte leider noch nicht rausfinden, ob ich da noch was machen muss. Also anscheinend kann ich nichts machen. Magie hilft nicht. Ich kann hier auch nichts zerstören. Nee, probiere ich die ganze Zeit und es funktioniert nicht. Hier stehen nur irgendwelche Sachen von denen. Ah, da ist noch was. Okay, machen wir das nochmal weg. Ich frage mich, was ich mit dem Erz da anfangen kann. Ob ich mir da besondere Waffen mitschmieden kann. So, ich gucke jetzt nochmal, ob da noch irgendwo... Ja, hier ist noch was. Vielleicht nachdem ich alles hier abgeerntet habe, passiert was. Ich habe keine Ahnung. So. Das war's mal hier auf der Seite. Hier ist auch nichts mehr. Wie gesagt, fliegen kann ich ja leider nicht. Ich weiß, dass es da oben noch weitergeht. Aber da scheint auch nichts mehr zu sein. Problem ist aber... Wenn ich zurücklaufe, dann sehe ich noch Gegner oben, die oben angezeigt werden. Auf der Map. Aber ich habe die ganze Mine abgeklappert im letzten Teil und da ist keiner mehr. Da scheint noch irgendwas zu sein hier auf dem Kopf von der Figur. Ich gucke mal kurz. Ohne runter zu fliegen. Nee, da kann ich wahrscheinlich nichts machen. Okay. So, genau, hier ist es. Ich glaube, das wird auch immer wieder hergespawnt. So, gehe ich mal wieder hier zurück. Dann nehme ich mal kurz meinen Zauber. Jetzt weiß ich nicht mehr, was für eine Seite der Zauber war. Ich nehme mal rechts. Ne, das war Magie. Das war das Licht, okay. Ich nehme mal so viel mit, wie es geht. Wie geht. Vielleicht lässt sich das gut verkaufen. Jetzt scheinen die Gegner weg zu sein. Also im letzten Teil wurden oben noch diese roten Punkte angezeigt. Jetzt scheinen die weg zu sein. Ah, hier ist noch was. Ich gehe nochmal dahin, wo die Goblins waren letztes Mal. Also ich sage jetzt Goblins, ich weiß nicht, ob das Goblins sind, aber die sehen auf jeden Fall so aus. Eisen ist auch cool. Wie gesagt, ich frage mich nur, ob das eine Mission war. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall lebt hier keiner mehr, das ist mal gut. Ich habe die dann sozusagen erlöst. Vielleicht hätte ich die auch irgendwie heilen können. Könnte auch sein können. Aber ich gehe jetzt mal da lang. Oh, mein Zauber.
Mein guter Zauber. Jetzt brauche ich den nochmal. So. Hier geht's rein, genau. Das Versteck. Genau, hier war das. So, mal gucken, ob da noch was liegt. Etwas Nützliches. Ne, da ist nichts mehr. Oh, letter to Teich. Was ist denn das? The mine's not so bad after all. I know I complained a lot at the beginning, but I need... Das habe ich ja schon mal gelesen, oder? The pay decent. Ich glaube, das habe ich... Ja, genau, das habe ich ja schon mal gelesen. Da brauchen wir das nicht. Okay. Ah, hier ist noch ein Stück Eisen. So, ich denke mal, das war's. Wir gehen raus. Der Ausgang... Mal gucken. Ich glaube, da oben geht's raus. Mal wieder ein bisschen Licht sehen, ey. Tageslicht. So, genau. Hier waren wir fertig. Genau, hier geht's raus, Leute. Endlich. Ob das so eine Art Gottheit war, die da auf dem Thronsaal saß? Ein riesiges Teil, wie Kristall hat es ausgesehen. Gibt noch einige Missionen zu erledigen. Die Frau des Erhängten da, der falsch beschuldigt wurde, der des Diebstahls bezichtigt wurde. Das müssen wir noch klären, damit die Frau, ja, Rache will ich jetzt nicht sagen, dass ihr Gewissen einfach beruhigt ist. Gerechtigkeit halt. Und dieses leise Flüstern. Oh, da liegt auch noch einer. Sonst noch was? Muss ja aufpassen hier. Hochgehen. Dieses angebliche Monster, das in der Nacht flüstert, habe ich auch nicht gefunden. So, ich werde jetzt immer wieder zu meinem Schwert greifen. Zu meinem Gigantenschwert. So, gucken wir mal kurz. Es ist immer noch ein Fragezeichen hier. Das heißt, da ist immer noch etwas zu erledigen, komischerweise. Was genau? Keine Ahnung. Hier, das Banditencamp, das habe ich, glaube ich, auch schon ausgemerzt. Das ist immer noch rot. Weiß ich auch nicht, warum das rot ist. So, wir gehen jetzt einfach mal nochmal Charakter abchecken. Ich habe hier noch Points. Ausdauer. Ausdauer. Mit dem großen Schwert. Ausdauer ist am wichtigsten jetzt. So. Dann hätten wir einen Skill Point. Gucken, was wir noch hier bekommen. After killing an enemy, gain 50% of your max stamina. Oh, das ist geil, ja. 50% meiner Kondition wieder zurückkriegen, nachdem ich einen gekillt habe. Ist perfekt. So, das war's, ne? Gut. Nochmal. Quests. Hauptquests will ich jetzt noch nicht gucken. Sidequests. Oh, das sind aber noch viele, ey. Whispers in the Dark, das war das. The Four-Dweller Soul asked me to find more of its pieces. Ah, das war die Seele von ganz am Anfang. Da habe ich bis jetzt auch kein Portal gefunden, wo ich da irgendwie in diese andere Dimension komme. Muss irgendwo versteckt sein. So, was haben wir hier noch? Found a letter that describes races happening on the island asylum. Der Prior wird wahrscheinlich interessiert sein, das mit dem
Brief da, das muss ich dem noch bringen, okay. Dann as good as gold. Elaine asked me to go to Osprite and see if he fixed her necklace. Ah, genau. Die bekommt noch ihr Amulett, ihre Halskette. Und ich soll gucken, ob der das da irgendwie repariert hat. So. Beatrice oder Beatrice says that her husband was wrongly hanged. Das war diese Frau mit dem Erhängten. Das muss ich noch erledigen. Your morning. Maybe Jan Heber, the medic, will know more about Gobens illness. Da ist irgendjemand krank, dem muss ich dann helfen, ja. Okay. Main. Ironworks. Maybe Jan Heber, the medic... Ah, okay, das war... Oh, alles klar. Ich würde mal sagen, erst machen wir mal die Sidequests, ja? If I don't want to start a fight with a Dial Riata, I might as well help them out. Ja, okay, das muss ich auch noch erledigen. Das habe ich leider nicht gefunden. Ich war dort an der Stelle, da ist nichts passiert. I want to prove myself to Tarov. I need to slay a Mistbearer. Oder Mistbearer. Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht sollte man da mal das abchecken, wenn es dunkel ist. Ansonsten gibt es hier noch einige Orte hier, die man hier besuchen könnte. Ich könnte mal da hochlatschen. Ich habe ja die komplette Insel noch gar nicht richtig untersucht. Das da oben habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Da ist auch wieder so ein... Was war das? Ein Troll oder... Ja, aber das ist kein Problem für mich. Das sind auch Leute. Die schauen so in die Richtung vom Stein. Aha. Was könnte das jetzt sein? Sind das friedliche oder böse? Als wären die hypnotisiert, ne? So. Oh. But if it turns out there's nothing here, I'll be really pissed off. What are you on about? The stone itself is valuable. Yeah, but we've been swinging for so long that I'd like to see something more than just a pile of rocks. Well, you won't find out unless we finish the job, so stop moaning, it won't dig itself. What are you doing here? Get lost, this is our spot. Ah, die suchen etwas. What kind of valuables are you looking for here? None. We're just doing maintenance. What's it to you? It's a shame to destroy this thing. It's ancient. Can I join you? Ich würde gerne mitmachen, weil ich will wissen, was dahinter ist. You must have had a pickaxe dropped on your head long before you came here. Ich habe eine. Strength. If we did it together, we could load up your cart in no time. Practicality. From the looks of it, there's plenty of statues left for all of us. Ich biete lieber meine Kraft an und vielleicht funktioniert das. I told you to get lost. Oh. Now leave or I'll crush your skull. Kein Interesse. Ja, ich will die jetzt einfach töten. Aber was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht hier Unschuldige töten. Auf der anderen Seite kommen wir da wahrscheinlich nicht rein. Keine Ahnung. Ja, ich muss ja hier irgendwie weiter. Kann ich nicht nochmal mit denen gleich reden? Ich mach mal das hier. Ja, das geht gar nicht. Kann ich da hoch? Ah, das geht auch. Ich da irgendwie... Schade. Komme ich hier nicht ganz hoch? Probieren wir es mal hier. Doch, es geht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da oben ist.
Also wie gesagt, ich hätte die jetzt einfach töten können, aber das ist sehr unnötig. Auch bitte sag mir nicht, dass du jetzt feststeckst. Nee, bitte nicht feststecken, Alter. Warte mal, ich duck mich mal. Vielleicht geht das. Oh, Leute, ich hasse so Stellen, wo man festsitzt. Okay. Nochmal. So, jetzt müsste ich da drauf wahrscheinlich. Ich will gucken, was da oben ist, deswegen will ich da unbedingt hoch. Stecke ich schon wieder fest. Scheint er komplett. Nee. Komm, nochmal. So. Okay. Nur noch ein Stückchen. Nur noch ein Stückchen. Hoffentlich kann er da überhaupt hochhupsen, Alter. Das ist schon ziemlich ein Stück hier. Oh, nee, er macht's nicht. Oder sie packt es nicht. Ist ja eine sie. Ich habe eine Frau genommen. Voll. Vielleicht gibt es einen anderen Zugang, was weiß ich. Funktioniert nicht. Komm, ich gehe wieder runter. Ich provoziere die vielleicht noch ein bisschen und dann mal gucken, was passiert. Rosentee nehme ich auf jeden Fall. Ist definitiv irgendwas, aber... Komm, ich gehe nochmal hin. Nee, die wollen nix. Aber der blutet ja. None. We're just doing maintenance. What's it to you? Ja, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. You must have had a pickaxe dropped on your head long before you came here. Jetzt probiere ich mal das hier. I told you to get lost. Now leave or I'll crush your skull. Okay, try me. Idioten, Alter. Muss ich Unschuldige töten. War's das wert, ihr Idioten? Vielleicht gibt's hier gar nichts und ich habe die jetzt umsonst getötet. Wo ist meine Pickaxe? Gleich mal gucken, ob da wirklich was liegt oder nicht liegt. Am Schluss sucht jemand im Dorf nach denen und ich habe die jetzt einfach getötet. Aha, ich kann hier gar nichts machen. Also war das total unnötig. War total unnötig, Leute. Hab ich umsonst gemacht. Naja, was soll's. Ich frage mich trotzdem, wie ich da hochkomme, Alter. Da muss doch irgendwie ein Weg sein, da hochzukommen. Jetzt brauche ich wieder mein Schwert. Ah, auf 2 ist das. So. Was ein schöner Ausblick, oder? Da oben ist noch ein Lager. War ich da schon? Da wäre ich jetzt auch gerne. Es gibt bestimmt so Szenerien in Skandinavien oder in Schottland oder so. War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich schon. So, aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich da hochkomme. Ich versuch's mal von da hinten. Das ist aber der Platz, an dem ich gestrandet bin. Also da... Mal gucken, ob es da weitergeht. Tut mir immer noch leid, Kleine. Da liegt sie. Da liegt sie. Die arme Seele. Die arme, hübsche Seele. Kann ich da hoch? Was ein Schwert. Guckt euch das mal an. Oder was Schwerter? Das müssen ja Giganten gewesen sein, die so... Das muss ich mir schon mal vorstellen, ey. Krass.
So, versuche ich das Ganze nochmal von der Seite. Ich komme da nicht hoch. Ich muss wahrscheinlich doch irgendwie versuchen, über den anderen Weg da. Oder geht's hier vielleicht lang? Gucken wir mal. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Zack. So, jetzt kommt das große Monster dran. Alter, der ist aber riesig. Aber ich habe ja vorher auch schon einen getötet. Also dürfte das kein Problem sein. Ich kann da jetzt einfach mal hin, Alter, und mach den jetzt Blatt hier. Eine Oger ist es genau. Alter, dem fehlt ja der halbe Kopf. Was ist mit dir passiert, Junge? War ich das jetzt? Habe ich ihm das Gehirn rausgeballert oder was? Nee, der muss schon vorher so ausgesehen haben. Ist auch noch einer? Komm. So. Okay. Geh ich mal gucken. Wie komme ich da hin? Hier. Blut Tainted Shell. Da haben sie ihre Opfer geopfert. Die Rituale durchgeführt, aber das war's auch schon. Ich habe nur ein Ding gefunden da. Naja. Ring of Fall Damage. Wer ist denn das hier? Korps. Ja, da steht nicht der Name. Ring of Fall Damage. Cool, Alter. Mein Fallschaden wird reduziert dann. Bin ich mal gespannt. Minus 100% Fall Damage. Ey, geil. Das heißt, kann ich einfach runterfallen, runterhupsen und mir passiert gar nichts. Ey, das ist ja geil. Grants your armor 10% Lifesteal. Cool, Alter. Da kann ich 10% Lebensenergie rausstehlen aus den anderen. Wie kann ich das verwenden? Ah, nicht droppen, Alter. So. Also das kann ich nicht lesen hier. Weirdstone. 81, Alter, krass. Thunderstone. Es wird Zeit, dass ich hier... Guckt euch das mal an. Hier habe ich noch was. Ich habe da noch was. Wird Zeit, dass ich hier einen Schmied finde oder so. So, da hinten war ich auch schon, glaube ich.
Hier war ich schon. So, ich befinde mich hier, okay. Ich sollte mal vielleicht nochmal hier mich umschauen. Oder wir gehen jetzt mal diese diese Ausrufezeichen abklappern. Ich werde jetzt einfach mal Richtung Burg gehen, Leute. So, gut. Das Ausrufezeichen zeigt schon wieder in diese Bluthöhle. Schon wieder. Da muss was sein da unten. Ich hab keine Ahnung, was da unten sein soll, aber ich werde jetzt einfach mal Richtung Burg latschen. Hier müssen eigentlich alle Banditen schon tot sein. Das da oben könnte der Zauberturm von Merlin sein. Scheint hier wie bei uns zurzeit in Deutschland zu sein, hier im Südwesten. Obwohl Sommer ist, regnet es viel und stürmt viel. So, Fast Travel, sehr schön, direkt vor der Burg. Jetzt bin ich mal gespannt. Schläft er? Oder ist er tot? Stay away from... Your money or your life. Get up, soldier, the enemy is coming. Soll ich mal einen Witz machen? What's happening? In the name of the All Mother, what are you doing? I could have stabbed you. Ja, klar. Wait, I haven't seen you before. No, I could stab you, and I didn't. You couldn't. You're so drunk you can barely hold your sword. I'm a traveler. I was told I'd find safe haven in here, in the horns. But we don't just let anybody in, pal. You need to have, things. Proof. Things to prove you're safe. For haven. Yeah. Here, I have this pin. I was told I'd find a safe haven in here in Thorns. Oh, this pin. I can't say I see it very clearly right now. But it looks important. Very official. But I remember Fergus said something about this. These emblems once. Oh, yes, I remember now. I welcome thee, ye royal person, on behalf of the keepers. You are a great friend to our own. Was ein Welcome. Suffkopf. Please speak with Fergus. He's our quartermaster. He runs things round here in the captain's absence. He'll greet thee properly. Have a pleasant rest of the day. Open it up, boys! Endlich. Wurde auch mal Zeit. So. Fergus. Okay. Wo ist der Schmied? Muss erst mal gucken. Aha. Sehr interessant. Würde mich nicht wundern, wenn die irgendwann lebendig werden. Wenn wir versuchen, diesen toten König Arthur wieder zu vernichten. So. Keeper Timur. Oh, a new face. It's always nice to see someone new here. Welcome. Why didn't I notice you earlier? Tja. Yes, my apologies. Ever since breakfast today, I've been sort of lost in thought. I keep thinking of my dear mother's cooking.
especially her famous pie. You see, all we got here is venison and fish. Venison, then fish. And then fish, fish, and more fish. I can live with all the bullshit that's thrown at us soldiers. But the longer I live, the more I realize there's not much to live for, except food. And I'd kill for a slice of that pie. Okay, der hat gern Pie. Just make it yourself then. Well, that's sad to hear, but I have to go. Nee. As if it were that easy. I ain't much of a cook. And Rorik, the one we have here, well, he says we're soldiers, so we can stick our complaints up our asses. Vielleicht kann ich ja das Ding machen. I can try if you remember the receipt. Really? Sure, I remember it well. Here you go. Okay. Vielleicht können wir hier schon ein Pie machen. Mom's finest pie. Receipt. Mom's finest pie. Mom's Pie +1. Kann ich's machen? Ja, natürlich kann ich's machen, oder? Perfekt, Alter. Da wird er sich freuen. Yes. Still tastes like shit. Ah ja. Exactly how my mother would make it. It's just what I needed. Oh, don't get me wrong. I really appreciate what you did for me. It's just that every time I doubt my service in the Horns of the South, I need a reminder of why I enlisted. Ach so, der ist von seiner Mutter geflüchtet oder was? My mother wasn't much of anything, to tell the truth. She always said I was good for nothing and that I should be glad she even kept me. Super Mutter. And every day she'd bring back home a new uncle. Ah, ja. Many of those uncles like to kick me out of my own house when they were drinking and getting busy. Also Then, when keine she'd schöne Kindheit. sober up and got rid of an uncle, she'd bake me that pie as an apology. It always tasted like shit. If the other villagers hadn't been feeding me, I would have starved to death. Hence the pie. I wouldn't know. When I left my village, I decided to never look back. So I just assumed one of those uncles finally beat her to death. Armer Kerl. Aber Quest completed und wir haben wieder ein paar XP bekommen. Gut. So, den ersten konnten wir schon mal glücklich stellen hier. Da hinten, das scheint die Schmiede zu sein. Oder? Nee. Irgendein Händler? All mother's tits. I've just about had it with this bunch of repressed virgins. And who might you be? You don't look like one of them. Oh, do I now? You would be too if you had to deal with those sniveling morons when they're up to something. Don't look at me like that. You don't get as far in life as I have if you can't smell bullshit from a mile away. There's something fishy going on here, but I'll get to the bottom of it. And here's a brilliant idea. You're going to help me. Okay, und wie? I just need you to go to Brandon and find out why that slime ball is pretending not to know I'm here. Tell him I'm waiting with his delivery. Although I'm pretty sure he knows this already. You don't know? He's the captain of this entire circus. I thought since they let you in, you must have had an in with him. But it turns out you know even less than I do. There's something going on, you know? They don't want anybody to know, but I can feel it. I've been doing business with the captain for years now. Then, suddenly, I find myself stuck here. They won't let me further in, not even to set up camp in the village. But they won't let me out, either. Anyway, good luck to you. Come and visit if you need anything. Also stimmt irgendwas nicht mit dem Anführer. Ah, wieso ist das jetzt gelb? I got your package from the nest. Oh, cool. That's the best news I've heard all week. Come on then, give it to me. Hab ich's wirklich?
And here I was sure you were going to ask me 1,000 questions about this whole thing. I'm glad you didn't. It's enough that one of us got stuck in this shit. Okay. You do realize you won't score any points with the Keepers by helping me, right? Those holier-than-thou soldier boys have no idea what it takes to be a merchant in this sorry world. The things we have to do sometimes aren't exactly done according to the rulebook. All right. A woman named Nest has my cargo and I need it back. Ich hab's dir doch schon gegeben. I have no idea where she is, but she must have been somewhere near Smuggler's Bay at some point. That's a good place to start looking for her. And yes, you'll get paid. Just bring me the wares. Ich hab dir doch eben schon abgeliefert. If only. I can't get a hold of Brandon, and it seems he gave the order to keep me here. Precisely in this damned spot. But you know, if I stay here any longer, some of these geezers may actually drop dead. Don't get me wrong. I quite like this place. The air is crisp. The sea is calming. It's true. The company could be better. But I wouldn't mind living here one day. Only a keeper is allowed to own property in the Horns of the South. I looked it up. It's an actual law, not just something Brandon made up so I wouldn't be breathing down his neck. So, unless I grow a pecker overnight, it'll never happen. Also nur für Männer. Männliche Händler. Die dürfen sich hier niederlassen. I used to love it when I was younger. It felt like an adventure. Like I was a brave heroine venturing into the dangerous world. But it gets boring after a decade or two. Eventually, you start feeling like you haven't had time to sit down since the moment you left. The dangers of the road stop becoming exciting. They become real. And before you know it, your entire life has slipped through your fingers. Life goes by so fast when you're always on the move. You keep thinking you have time for everything. Until you don't. Okay. Name's Orla. I'm a merchant. Or I try to be, when my business isn't being held hostage by a bunch of idiots who seem to be terrified of women. What was I thinking when I decided to leave Timberwall? I should have stayed there. You've never been to the merchant capital? Well, you didn't miss much. Yes, it's rich and extravagant, but only if you're rich and extravagant too. Other than that, it's a place like any other. Same pain and misery hiding behind gilded walls. It's not as exciting as people think. Or, well, maybe it is if you like living among a bunch of backstabbing crooks. Yeah, now I remember what I was thinking when I left that place. Not really. It's more of a requirement if you ever want to be successful in Timberwall. My family is full of them. Zeig mal deinen Shop, Kleine. Was ist denn hier? Kite Shield. Shield, aha. Alles schlechter, als was ich dabei habe. Apply Burn to Weapon. Das ist mal interessant. Aber ich kann in meiner Waffe wahrscheinlich nur ein Ding einfügen. Bleeding, Burning und Confusion. Aha. Confusion. Wie gesagt. Hat eigentlich nichts dabei, was ich so brauche. Ich verkaufe mal ein paar Sachen. Guck mal. Small glass bottle. Smuggler's Dagger. Ah komm, das Ding, das tue ich auch verkaufen. Oder?
Big Part machen wir weg. Bowl. Ich würde sagen, das war's jetzt. Ja, komm. Also die hat Probleme mit dem Captain da. Der hält die irgendwie fest. Der will die aber auch nicht weglassen, nicht reinlassen. Dem konnte ich helfen. Ihr konnte ich helfen. Die hat ihre Ladung bekommen. So, wir müssen das Spiel auch bald beenden wieder. Es ist schon wieder Zeit. Wer ist das hier? Caden. I'm Caden. And you? You don't look like a capable archer, my friend. I'd rather you didn't come any closer to our shooting range, or the bows. We have all the archers we need, so I don't encourage anyone to train, especially after what happened the last time. Me and the two other boys were sent to help Mark, a hunter. We were supposed to hunt a weird beast that was roaming the area. It must have come out of Grubwood. I was tracking the bastard when suddenly I saw stars. I thought I was done for. It turns out I got an arrow right in the ass, shot by the kid who was walking with Mark. Since that time, no one can use a bow in the keep unless they get my permission. I still can't sit down properly. Der hat genau das Biest gejagt, das ich eigentlich suche. Yeah, you could say that. I'm the best archer after Mark. And after that incident, the quartermaster ordered me to train the boys. We can't afford potential casualties if some nutter or out-of-control kid gets his hands on a ranged weapon. My butt will be the last instance of collateral damage. Sure they were. The keepers sometimes get passes so they can have some fun in the tavern. One time, they came back, completely sloshed, and organized a shooting contest. Arrows were flying everywhere. They even hit the captain's horse. And that's why the captain doesn't have a horse anymore. Oh. A keeper without a sword? Good enough for the kitchen, but nothing more. Not that I have anything against Rourke. He's a pretty decent cook. Mark got it, in the end. It was a massive son of a bitch. A deer, overgrown and turned inside out. Vicious as hell. Thoroughly messed up, I'm telling you. Worse and worse monsters are coming out of that damn Grubwood. It's a truly cursed place. A complete mess. I don't recommend you ever go there. If you don't get eaten by a monster, you'll drown in a swamp. And it just gets worse by the day. The keepers used to patrol the area near the forest. But now it'd be just a waste of men. Your hands are shaking, your fingers are crooked, and you're a bit cross-eyed. That's all bad. But the fact that you're not even aware of any of it is even more alarming. It also means that archery is definitely not for you. I bet you couldn't hit the target from this distance, my friend. Okay. Soll ich mal trotzdem drauf schießen mit dem Bogen? Komm, ich mach mal trotzdem schnell. Bevor wir da jetzt das Spiel beenden, werde ich mal meinen Bogen benutzen. So. Und was sagst du jetzt? Oh, shoot again. Well, still rather do. Okay, dem ist es egal, also brauche ich meinen Bogen nicht. Okay. So, Leute, wir werden das mal beenden. Wir haben hier noch den Mr. Alois oder Alois. Und wir haben hier, denke ich mal, den Schmied. Ja? Der sieht aus wie so ein Schmied. Oder ist es ein Händler, der so Waffen und sowas verkauft. Und dann hätten wir noch da oben wahrscheinlich den Captain. So, gut. Dann werde ich jetzt hier beenden und in der nächsten Folge sprechen wir noch mit den beiden Typen und gehen dann oben in die Burg rein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil. Bye, bye.